Der Weg zur Jadestube sieht etwas anders aus. Goldstube. Damit herzlich willkommen zurück. Ja. Wie der Tianhengberg ist nicht höchst gefährlich. Okay. Ach so, wegen der Sonderaktion. Welches Hirnamputierte Äschchen da auch wieder am Gefährlichkeitsregler gedreht hat, ich weiß es nicht. Und ja, ich habe mich zwischenzeitlich mal geheilt. Und ja, ich denke jetzt nicht, dass ich auch die größten Offensichtlichkeiten hier kommentieren muss. Ja, komm, beweg dich. Der Aufstieg ist lang und zwar nicht schwer, aber du bist lahm. Ja, komm. Gib her. Yay! What a pleasant surprise. Ich kann ja schon mal spoilern. Oder ich glaube, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Spiel befasst habt, dann ist es nicht mal ein Spoiler. Die Seelen in Inazuma, die sind einfach das genaue Gegenteil. Da war MiHoYo echt im Trollmodus, hat sich gedacht, ja, wenn sich die Spieler die ganze Zeit beschweren, dass man viel zu lange brauchen würde. Ach so, ich dachte, das wäre so eine Blume, die man drehen kann. Oh my god, I can't believe my eyes. Ja, also die Sache ist, dass sich die Spieler eben über die Langsamkeit der Silien dauernd beschwert haben, haben sie sich bei den Inazuma-Silien nur gedacht, wir machen da neue Silien, so Blitzsilien quasi. Und Gottverdammt sind die schnell. Und Gottverdammt schlagen die viele Haken, sodass man die ganz leicht aus dem Auge verliert und echt suchen muss. Was es am Ende fast genauso nervig macht, obwohl die halt affenschnell sind. Tja, finde ich aber nice gemacht, dass man da sich so einen Spaß erlaubt. Naja. How can she lift that massive rock all by herself? She's gotta be one of those adepti, surely. Oh, mighty adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe, and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plastrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of plastrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site.
Sure. Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhe? Geht es dir gut? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. All right? Seriously, don't punish yourself like this. Ja, ich will nur mal ganz kurz sagen, dass da die englische Sprachausgabe einen gewaltigen Fehler gemacht hat. Es hätte natürlich heißen müssen, it's dangerous to go alone. Ja. Ich muss ja auch mal die Sprachausgabe kritisieren, wenn ich schon die ganze Zeit das Deutsche kritisiere. Ich meine, teilweise sind die Untertitel halt echt nicht gut. Und wir haben es ja in Mondstadt gesehen, ja. Das sind ja teilweise Sachen, die sind aus Version 1.0. Ne? Und dass da seitdem keiner mal Korrektur gelesen hat. Naja. Gut, weiterhin ist es ein großes Spiel, gebe ich ja auch zu. Ne? Also, da hat Paimon ganz recht. Herbergen sind definitiv komfortabler als die Wildnis. Kommt auf die Herbergen an. Ich spreche da aus Dungeons and Dragons Erfahrung. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. So. Und jetzt noch so eine ganz kurze Sache zu den, zu dem quasi alle Adepten sind abgehoben und entmenschlicht. Also klar, Xiao oder Zhongli, da brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Ja, die sind... Xiao will ja überhaupt gar nichts mit Menschen zu tun haben. Zhongli... Ja, nee. Ganyu ist... Achso, ich nehme hier Kiki raus, weil sie hat zwar die Kraft, oder sie hat zwar Adeptenkräfte, aber sie ist keine Adeptin. Es ist lediglich der Weg, wie sie wiederbelebt wurde. Das geschah halt über Adeptenmagie. Deshalb nehme ich sie raus. Ganyu hingegen ist, naja, eine halbe Adeptin. Und naja, als Sekretärin im Yuhei-Pavillon, sie ist schon nicht unbedingt die Beste, aber auf jeden Fall deutlich besser mit Menschen als Xiao oder Zhongli. Und dann haben wir Yan Fei. Yan Fei haben wir bisher noch nicht getroffen, aber eine sehr bekannte Rechtsberaterin, Liebe und ein gescheites Mädchen mit dem Blut einer göttlichen Bestie in ihren Adern. Ja, Yan Fei ist ebenfalls eine
ja, Adeptin. Und ganz ehrlich, sie ist halt, man merkt eigentlich gar nicht, dass sie eine Adeptin ist. Ich meine, gut, sie kann das gesamte Rechtswesen, dieses Riesenbuch von Leroy komplett auswendig, aber seien wir mal ehrlich, das ist beeindruckend auf jeden Fall. Aber jemand mit einem fotografischen Gedächtnis würde auch die, das Strafgesetzbuch von Deutschland oder die Gesetzesbücher von Deutschland, ähm, ja, könnte er das auch in etwa machen. Nehme ich mal an, ich habe kein, ja. Also so ganz passt diese Aussage, die Paimon eben getroffen hat, halt nur, wenn man Yan Fei noch nicht getroffen hat. Ja. Die werden wir in, die werden wir in einigen I Folgen do hope the treffen, Knights of Favonius are all working hard. wenn wir zu Madame Ping gehen und mit ihr nochmal einen einen Tee trinken, meine ich natürlich. Kaffee. Kaffee ist nichts für kleine Kinder. Ich werde nichts dazu sagen, dass, jawohl. Ich kann es ja eigentlich immer nur wieder sagen. Die Reisenden sind eigentlich deutlich älter als sie aussehen. Also mindestens über 500 Jahre. Ich meine, ich habe mal gesagt, auch über 2600 Jahre. Es gab da irgendwie was das angedeutet hat. Aber, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, ich bin nicht Jan Fei. Ich habe nicht die gesamte Lore von Genshin Impact immer auf der Kette, ja. Tut mir leid. Ich weiß nur, dass Melody Xiao besser ist als Lumine X-Child. Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Ach so, ja. Ich vergesse es immer. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just to the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhe, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhe too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Ja, ruh dich gut aus. Bis morgen. Mm-hmm. See you tomorrow. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi. Ja, gut. Machen wir das mal. Ja. Ich weiß gerade gar nicht genau, was ich sagen soll. Sache ist aber auch, ich nehme wieder jede Menge am Stück auf. Ich bin so langsam ein bisschen müde. Ah, je. Und noch so eine Sache, die labern halt hier in dieser
in diesem Auftrag so One dermaßen trust you have viel. met Shen-He. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shen-He to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shen-He have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shen-He is human. Oh, right. Wait, what? Wie kann man Wait What mit Ha übersetzen? Das passt nicht mal annähernd. Es ist also die Wahrheit. Ach so. Day. What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Ja! Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. Auch wieder Ha. Wait What mit H und H mit H übersetzen. Ihr merkt da so einen kleinen Unterschied in der Bedeutung, der halt durch die Übersetzung vollkommen verloren geht. Und es ist wichtig, dass ich das anprangere, weil das ist nicht einfach nur für die Leute doof, die kein Englisch können. Das Problem ist für die Leute, die zum Beispiel taub sind. Ne? Die müssen sich ja, wenn sie irgendwas davon mitbekommen wollen, eben auf Untertitel verlassen. Ich weiß, zwischen Gebärdensprache und sowas und geschriebener Grammatik, das ist nochmal ein großer Unterschied. Deshalb können auch einige Taube nicht richtig lesen, soweit ich das gehört habe. Oder sie haben Probleme damit, weil sie quasi, ich sag mal, 2 Sprachen lernen müssen oder 2 Grammatiken. Einmal die normale Grammatik im Deutschen, einmal die Grammatik eben der Gebärdensprache. Also, keine Ahnung. Als lernt ihr halt Deutsch und eine Sprache, keine Ahnung, lernt ihr Chinesisch oder Japanisch. Ja, wo sich die Grammatik halt auch sehr ändert. Ne? Ich meine, Deutsch und Englisch, klar, die haben auch verschiedene Grammatiken. Grammatika? Ich glaube, geht beides. Jedenfalls, das ist aber noch irgendwo miteinander verbunden, ne? Aber geschriebenes Deutsch und deutsche Gebärdensprache, die sind deutlich weiter auseinander. Ja. One first found Shen-He by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shen-He, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally,
and are highly reliant on their parents for survival, but not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Also die Meisterin, von der Shenhe immer sprach, ist... Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. Ja. Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. Bist du dann fertig?
Gott, die labern mal wieder. Ja. Ich habe keine Ahnung wie lang, aber mehrere Minuten halt. Ist da oben irgendwas Besonderes oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee. Die Stadtmauer von Liebe. Wir gehen hier gar nicht darauf ein, dass Liebe einfach gar nicht verteidigt ist. Ich meine, von allen Städten, die ich bisher kenne, also Liebe, äh, bringt ja eigentlich nichts. Inazuma und hier Mondstadt. Die einzige Stadt, die man wirklich gut verteidigen kann, ist Mondstadt. Ich meine, das ist auch eine Festungsstadt. Eigentlich. Also von daher. Ich meine, vor allem sie liegt halt in einem See und der einzige Zugang ist über eine schmale Brücke. Also, und auf dieser Insel eben noch Festungsanlagen. Besser schützen kann man eigentlich eine Stadt so nicht. Naja. Wollen wir mal. Oh. Ich sollte auch so langsam mal schlafen. Aber noch nicht. Ich habe ja gesagt, ich mache die etwas länger. Damit wir halt die ganzen Sachen, Hey, so, Shenhua, damit wir die ganzen Sachen hier halt durchbekommen. Ne? Das ist ja eigentlich die Mission vom ersten Teil des 2.4 Updates. Und ja. Inzwischen habt ihr ja auch längst die zwischenzeitlich auf dem europäischen Server, oder zwischenzeitlich auf Europa? In Europa? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich es genannt habe, das Video gesehen. Und ja, das sind halt Teile auch von diesem Auftrag, weil ich nicht wusste, ob wir den überhaupt noch machen müssen, wenn eben das Laternenritual startet. Aber ja, wir müssen das machen, weil das Laternenritual baut sehr darauf auf, dass das neue Jadegemach wieder fliegt. Also im besten Sinne von Iron Sky, das Jadegemach muss fliegen. Bis zum... es fast nicht zu sagen, bis zum Endsing wird es... Bis zur Bruderfindung wird es fliegen. Genau. Bis zur Bruderfindung wird es fliegen. Den Guan so, das ist nicht gut genug, strengen Sie sich mehr an. Master has relayed my situation to you, I take it. oh, how did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is... very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've
fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Ja. Ich bleib trotzdem lieber bei John Jung. Dem OG Exorzisten. The Jade Chamber is floating into the sky! Ja, wollen wir uns mal das Jadegemach richtig ansehen. Ich hab die Kamera extra unten gehalten. But it seems to be tied down by something. Ja. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beto! And hey, person Paimon doesn't know? Person, Leute. Eine. Yunshin. Oder auch, es ist noch nicht repariert. Was soll man am Jadegemach reparieren? Ihr habt das komplett neu aufgebaut, weil ihr das alte versenkt habt. Es ist ja nicht so, als hätte man das alte einfach irgendwo rausgefischt und ja, wir brauchen jetzt einen Dimmerplaustreet, um das zu reparieren. Nee. 2 Sätze und so viele Fehler. Es ist unglaublich teilweise. Es ist... Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of Sunset Vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These 2 are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is... sorry, not sure we've met. Shenhua. I am their... friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you.
Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plaustrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plaustrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Su Ling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Ja, lass uns gemeinsam hingehen. Auf die Schmiedekünste von Herrn Chang kann man sich verlassen. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Ja. Ich sag dazu, nix. Es ist einfach... Boah. Es ist teilweise echt anstrengend, sich die ganzen Sachen nochmal anzuhören. Also, ein zweites Mal, weil die halt so viel labern. Und ich will das nicht alles skippen, wenn ich das privat spiele. Aber dadurch verzögert sich das Ganze halt auch hier. Und überlegt mal, wenn ich das hier nicht in 1-Stunden-Parts machen würde. Das wären... Wir hätten dann jetzt im letzten Part das Gespräch, wo wir den Dämmerplaustried abgeben, vor der Herberge und mit Cloud Retainer und mehr nicht. Das wäre eine halbe Stunde gewesen. Und jetzt auch hier mit dem Jadegemach und diesem Plan mit Herrn Chang und auch in dieser Folge dürfte eigentlich nichts weiter passieren, außer jede Menge Gelaber. Und das hätten wir 6 Folgen lang. Nur mal kurz aufgelockert.
wo wir den Dämmerplaustriten, ach so, ja. Die 10 Eisen. Für die Bitten der Bewohner. Die hatte ich komplett vergessen. Ja. Ach so, ich wollte mal kurz schauen noch. Wie viel Mora haben wir denn? Okay, 4.368.881. Weil die wollten ja irgendwie 500 Millionen Mora. Ne? Unbearbeitete Einhände des Nordens, 2 Hände des Nordens, Stangenwaffe des Nordens, Katalysator. Wir müssen mal unbedingt zurück zum Drachengrat und uns... Da gibt es ein Rezept für einen richtig guten Zweihänder, den müssen wir uns unbedingt mal holen. Ist der beste Zweihänder auch für Euler. Der beste Stufe 4 Zweihänder. Es gibt noch einen Stufe 5, der ist besser. Ich glaube, für Xiao können wir auch eine bessere Waffe holen. Ich weiß aber gar nicht genau gerade. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need 2 kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. Ja, keine Ahnung, warum das nicht geskippt hat am Ende. Also, naja, egal. Wie sollen wir das dann finden? I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Boah, ey. Dass ich Xiao und sein Team nehme, hat eigentlich... Ach so, stimmt ja. There's quality here.
Naja. Wobei, ich habe jetzt gerade nicht wirklich drauf geachtet, was ich bekommen habe. Oh, du brauchst mich nicht so hart anzugehen, Xiao. Mann. Meine Güte. Es hat einfach einen gleichen ästhetischen Grund eigentlich. Im Grunde, ja. Mit Ningguang eben den Tianhengberg. Den Janhengberg zu besteigen. Abzusuchen. Ja. Ich vermute mal aber ganz stark, es gibt keinen Janhegenberg in, oder Janhegenberg in, ist das schon? In World of Warcraft. Ich wollte gerade World of Warhammer sagen. Nee. Na komm. Na komm. Was? Du bist immer noch nicht. Na also. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern. Nee, da hast du schon recht. Das will ich eigentlich nicht. Ich will besseres Loot. Oh. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern. Die Sache ist einfach... Das haben wir halt ohne irgendwas quasi bekommen. Warum auch immer wir uns dann eben mit den Typen da schlagen mussten, um die gleiche Truhe zu bekommen, wenn es die 2 Meter weiter auch for free gibt. Aber... Weißt du was, ich habe keinen Grund, keine Lust für dich zu klettern. Und ehrlich gesagt, keinen Grund. Ha! Hey. If it's useful, I'll take it. Na gut, es ist nicht komplett nutzlos, das sei dem ja gelassen, aber nützlich? Your life is mine. Ja, Was? Der hat mein Feuer aufgelöscht. Das ist doof. Don't waste my time.
Na komm. Ja. So, das wär's. Wealth. Why settle for less than more? Tja. Und meine Ningguan schert sich doch nicht mal darum, wenn sie getroffen wird, weil nichts, was man nicht teilen kann. Hä? Wo ist die jetzt? Ach so. Wie zum Teufel bist du geflogen? Wealth. Why settle for less than more? Egal. Ach so, das sind Eier. Eine Statue von Cloud Retainer, oder? Nee. Ist das Cloud Retainer? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Na egal. I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. Duh? The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work. Paimon sure hopes this monster gets put in its place. But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No, don't do it, little girl. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas,
The paths of mortals and adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. Ja, entweder schauen wir jetzt zu Shenhe oder wir schweigen. Und wir alle wissen aus Hunter x Hunter, Schweigen ist das Gebot der Stunde. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! Ja. Also mich hat ganz was anderes inspiriert. Ach so, ich dachte, das wäre eine Selie. Don't waste my time. Hehe. Give up. Don't waste my time. Na komm. Ah, geht doch. Hehe. Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, dass wir unseren Flugschein eigentlich los sind. Man darf Anemo-Schleime nicht als Starthilfe fürs Gleiten benutzen. Das ist verboten. Allerdings, wir spielen hier die de facto Herrscherin von Liyue und der Flugschein ist aus Mondstadt, also who cares? Ja. Ansonsten muss ich sagen, ich mag die Story, die sie über Shenhe schreiben. Ich mag sie nicht besonders. Das Problem oder das Problem, was ich damit habe, ist, ach so, stimmt ja, ist in aller Kürze die zeitliche Einordnung. Sie stellen das ja dar, als gäbe es diese Legende schon sehr lange. Es ist die älteste Legende am Tianheng-Berg. Jetzt ist Shenhe aber ein normaler Mensch. Und in den, keine Ahnung, 30ern? Frühen 30ern? Sagen wir mal Mitte bis Ende 30 höchstens. Ich glaube nicht, dass da eine 4 irgendwo steht. Ah. 40 würde ich eher schätzen bei jemandem wie Lisa. Das Problem dabei ist halt einfach, dass Shenhe, ach genau, da oben. Also, wenn man mit einer 30 Jahren alte Geschichte schon das älteste in diesem Teil des Landes von Liyue ist, mit seiner 3700-jährigen Geschichte, das passt irgendwie nicht.
Und Shenhe kann auch nicht viel älter sein. Selbst wenn man sagt, ja, die Adepten, die haben da ja was gedreht. Es gibt da immer noch ein Problem. Und dieses Problem ist schon jung. Weil in der Lore, also ist es ganz klar gesagt, dass Shenhe die Tante von Sean Jung ist. Und es wird gesagt Tante. Das ist nicht irgendwie ein, There should be enough star splinter iron. Now we just need to find that symposium. I think Ja. I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Ja. Da ist schon einer gespawnt. Aber wir bleiben hier versteckt. Das Problem ist halt, es wird ganz klar gesagt auch, dass sie wirklich seine Tante ist. Und nicht irgendwie, er nennt sie Tante, aber sie sind eigentlich, keine Ahnung, 4., 5. Grades. Ja, das... Übrigens wird auch nichts erwähnt von irgendwie einer Schwester, die Shenhe hätte. Obwohl das ja eigentlich dann so sein müsste. Oder ein Bruder. Der geht ja auch. Also, indem man gesagt hat, Sean Jung und Shenhe sind Tante und Neffe? Ich meine Neffe. Und da sind nicht irgendwie diverse Familienmitglieder zwischen, wie zum Beispiel bei Aragorn und Arwen aus Der Herr der Ringe, weil zum Beispiel die beiden sind eigentlich miteinander verwandt. Elrons Bruder war es nämlich, der die Linie der Könige von Gondor gegründet hat. Und ja, daher sind die beiden eben verwandt. Also auch Tante und Neffe quasi. Wobei halt Arwen die Tante ist, aber da sind eben diverse Generationen von gondorianischen Königen dazwischen. Zwischen dem Eltern von Elrond und ich meine Elros hieß sein Bruder und eben Aragorn. Also es ist kein Inzest. Trotzdem netter Fakt. Ja, aber sowas klappt halt in dieser Story nicht. Es sorgt nur für jede Menge Plotholes. Ja. Deshalb mag ich sie nicht. Die Geschichte hier. Aber naja. So viel nur dazu. Und ich habe euch jetzt genug Zeit damit vergeudet. Ich verabschiede mich. Ich gehe schlafen. Gruß, Zynos-Fan.